Hi, schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu meinem angekündigten Video von Kirschdüften. Ich muss sagen, ich habe mich mega drauf gefreut. Ich mag Düfte, die Kirsche mit drin haben, wirklich sehr, sehr gerne. Sie sind auch sehr vielseitig, sodass ich hoffe, dass ich für jeden von euch was mit dabei habe. Und kleiner Spoiler, wenn du jetzt sagst, na, ich bin nicht so der Kirschfan, ich habe auch einen Duft mit dabei, wo Kirsche nur am Anfang kurz wahrzunehmen ist und dann eher in den Hintergrund tritt. Lasst uns gleich mal reinstarten mit dem ersten Duft. Das ist der Melting Lust von Emile Elise. Für mich ein Duft, der jetzt gerade in Herbst und Winter perfekt reinpasst und der auf jeden Fall richtig schöne alkoholische Noten mit drin hat. Ich liebe diesen Duft. Eine schöne Rumkirsche am Anfang. Was leicht Harziges, was leicht Rauchiges für mich auch drin. Wir haben hier Harz mit drin, wir haben auch Peru-Balsam mit drin, das heißt, wir haben schon auch was Dunkles, Schweres, leicht Zähes, Harziges und auch eine holzige Note, die mit rauskommt. Was schön Fruchtiges durch die Kirsche, dann eben unterlegt mit was Alkoholischem, Harzigen, ganz leicht Rauchigem für mich. Dann kommen Hölzer mit rein. Aber das ist eine sehr, sehr coole Mischung, denn wir haben auch Lavendel mit drin, wir haben Blüten mit drin. Ein süßer Duft, ein fruchtiger Duft. Auch ein Duft, der eben in eine Gourmand-Richtung geht und der eine richtig gute Sillage hat. Der Duft hat definitiv Weihnachtsvibes, wie ich finde. Er ist ein Unisex-Duft. Ich kann mir den Duft aber auch sehr, sehr gut an einer sehr attraktiven Frau vorstellen. Kurzes Kleid, der ist sexy, der ist verführerisch und hat eine Top-Haltbarkeit. Also das ist schon ein sehr besonderer Duft. Melting Lust für mich wirklich einer meiner absoluten Favoriten, wenn es um Kirschdüfte geht. Eine beschwipste Kirsche, würde ich es mal sagen. Sinnlich ist auch der nächste Duft von Simone Andrioli und zwar ist es der Weißbomb, auch ein ganz toller Kirschduft. Oh, das ist eine richtige Amarena-Kirsche am Anfang. Ich finde, der Duft ist cremig, der hat eben mit dieser Vanillecreme wirklich was total cremiges mit drin. Das erinnert mich an diese Bombos, wo Sahne mit drinnen ist. An diesen Quill, das ist so schön. Der ist süß, der ist verführerisch, der hat auch eben was Fruchtiges durch eben diese Kirsche, hat aber eben nicht diesen alkoholischen Einschlag wie der Melting Lust, sondern ist sehr viel süßer noch, cremiger, auch auf jeden Fall Unisex-Duft. Ein Duft, der auch perfekt zum Ausgehen funktioniert, dessen Sillage auch richtig gut ist, also wirklich überdurchschnittlich und Haltbarkeit auch mega. Also dieser Duft von Simone Andrioli, der Weißbomb, der hält richtig gut auf der Haut. Also da hat man wirklich ganz, ganz lange Freude dran. Für mich Kirsche, Vanille und aber auch die Rose wirklich die Kandidaten, die sehr, sehr gut rauszuriechen sind in diesem Duft. Sexy, verführerisch, vielleicht einen kleinen femininen Touch, aber der kann auch wirklich richtig gut an einem Mann riechen. Also mit dem fällt man auf. Mit dem kann man wirklich sehr selbstbewusst durchs Leben laufen. Traut euch was, probiert mal den Weißbomb. Der Eve Goes Eden von Philly & Phil hat ebenfalls Kirsche mit drin, ist aber ein Duft, der jetzt nicht so die krasse Bombe ist, dass man ihn nur im Herbst und im Winter tragen kann. Den kann man auch echt gut im Frühling tragen. Ja, ein sehr heller, freundlicherer Duft, der nicht ganz so dunkel ist. Der ist auf jeden Fall fruchtig, der ist auch süß, der hat eine ganz coole Kombination eben aus Kirsche und Bergamotte am Anfang. Hat eben was leicht zitrisch-bitteres und dann kommen aber Ledernoten, die aber hell sind und nicht dunkel. Das heißt, der Duft bleibt eben hell, der bleibt leicht, fruchtig, süß und eben hat leichte Ledervibes mit drin. Da ist die Frucht wirklich ganz anders mit rein komponiert. Für mich definitiv ein weiblicher Duft, der ist süß, der ist so ein bisschen quietschig, der strotzt aber auch für Lebensfreude, ist ein super Alltagsbegleiter, der Duft. Hat eine angenehme Sillage, auch wenn man am Anfang meinen könnte, dass es zu krass wird, aber das nimmt relativ schnell ab. Ein Duft, der eben nicht nur langweilig, fruchtig, süß ist, sondern eben mit diesen leichten Lederakkorden auf jeden Fall das gewisse Etwas hat. Ein richtig, richtig guter Alltagsbegleiter und eben nicht ganz so dunkel. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich auch Düfte mit dabei habe, wo die Kirsche nicht ganz so präsent rauszuriechen ist. Eve Goes Eden, da ist die Kirsche am Anfang auf jeden Fall präsent, geht dann raus, aber in dem Café Chantant von Nobile ist es auf jeden Fall so, dass Kirsche auch wirklich nur am Anfang wahrzunehmen ist und dass der Duft sich dann doch ganz anders entwickelt. Ja, am Anfang wirklich diese Sauerkirsche, die da rauskommt. Und dann kommt aber ganz schnell Blüten mit rein. Der Duft entwickelt sich nämlich in eine recht pudrig blumige Richtung, bleibt dabei
süß. Hat natürlich schon auch mit der Vanille, die da in der Basisnote mit drin ist, so leichte Gourmand-Vibes, aber definitiv ein Duft, der feminin wird, eben durch dieses pudrige, leicht trockene. Und das ist am Anfang eigentlich ganz spannend zu riechen, wie diese fruchtige, süße Frucht eben dann den eher pudrigen Blüten tatsächlich weicht. Für mich eine schöne Vanille, die da bleibt, leicht harzig, süß, mit floralen Noten. Also für mich auch ein Duft, der sehr, sehr gut zu Frauen passt, die schick angezogen sind, die vielleicht auch, wie es der Name schon sagt, in einen Café gehen. Der ist nicht zu aufdringlich, obwohl er wirklich gut wahrnehmbar ist. Ist eben kein klassischer Kirschduft, sondern hat eben Kirsch-Vibes, die aber in den Hintergrund gehen. Aber vielleicht könnte das ja auch für den einen oder anderen da draußen passen. Aber zum Abschluss lasst uns noch mal tief eintauchen in Kirsche, denn ich habe den Narcotic Delight von Initio mit dabei und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich diesen Duft das erste Mal gerochen habe, als er released wurde, und ich mir dachte, oh mein Gott, was ist das für ein geiler Duft. Und nach wie vor, ich bin froh, dass jetzt die kältere Jahreszeit da ist und dieser Duft endlich wieder getragen werden kann. Der ist einfach so lecker. Das ist definitiv ein Unisex-Duft und der ist einfach so geil. Der startet eben mit einer schönen, fruchtigen, süßen Kirsche, aber schon gepaart mit Tabak und leichten alkoholischen Noten. Das ist ein dunkler Duft, das ist ein verführerischer Duft. Das ist ein Duft, mit dem fällst du auf, weil es ist Initio Sillage krass. Also würde ich wahrscheinlich nur in der Freizeit und zum Ausgehen tragen. Haltbarkeit dafür auch mega gut. Was an dem Duft so toll ist, wir haben diese Kirsche drin, aber die wird nicht zu fruchtig. Weil die wird eingefangen eben durch die alkoholischen Noten und durch den Tabak. Das heißt, das ist nicht so eine klassische Amarena-Kirsche, wie wir es jetzt zum Beispiel in dem Weißbomb hatten, wie so Bonbon süß, cremig, sondern hier ist sie einfach komplett anders interpretiert und umgesetzt, einfach sehr viel dunkler. Durch den Tabak und die alkoholischen Noten könnte man sagen, dass der Narcotic Delight eher männliche Vibes hat. Und ich würde jetzt mal sagen, viele würden jetzt sagen, ja, der geht schon in eine männliche Richtung, aber ich finde, der ist auch wirklich gut durch Frauen zu tragen, wird halt im Verlauf immer trockener auf der Haut. Das muss einem einfach bewusst sein. Das Fruchtige ist zwar schon so ein bisschen da und auch dieses Süße, aber es wird einfach trockener. Ich hoffe, ich habe auch für dich einen Kirschduft mit dabei, wo du sagst, ja, den möchte ich ausprobieren. Falls es so ist, dann kannst du natürlich einen von diesen Düften gewinnen. Dafür einfach den Channel abonnieren, das Video liken und schreib mir in die Description, welchen von diesen Düften du probieren möchtest und lass mich mal wissen, was dein absoluter Favorite Kirschduft ist. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Bis dahin, ciao, ciao, mach's gut.